Es tropft durch die Decke, direkt auf das Pflegebett des querschnittsgelähmten Markus Rado aus Langenselbold. Seit Monaten ist der Balkon über seiner Mietwohnung undicht. Statt den Schaden zu sanieren, hängt sein Vermieter lediglich einen schwarzen Plastikeimer an den Deckenstrahler. Im März, als es stark geregnet hat, habe ich abends Fernsehen geschaut im dunklen Raum und habe etwas Plätschern gehört und habe meine Pflegekraft gerufen und sie machte das Licht an, um zu sehen, was Sache ist oder wo das herkommt. Und wir haben gesehen, richtig, wie es von der Deckenlampe runtergetropft ist. Erst habe der Vermieter gar nicht reagiert, Tage später dann den 12-Liter-Eimer angebracht. Bei Starkregen muss der ständig geleert werden, damit er nicht vollläuft und möglicherweise abreißt und auf den Querschnittsgelähmten fällt. Markus Rado sagt, sein Pflegepersonal habe feste Aufgaben, Eimer leeren gehöre nicht dazu. Meine Pflegekräfte dürfen aus Versicherungsgründen nicht auf eine Leiter steigen. Das heißt, ich habe zwar 24 Stunden jemand da, aber niemand, der den Eimer jederzeit abhängen und leeren kann. Ich muss immer Freunde kontaktieren. Heute schaut der Sohn eines Bekannten vorbei. Seit der letzten Leerung hat es zum Glück nicht geregnet. Markus Rado habe gute Freunde, sagt er, die halten zu ihm, seit sich sein Leben mit 17 Jahren schlagartig verändert hat. Wir haben uns im Schwimmbad gegenseitig hochgeworfen. Der übliche Quatsch, den Jugendliche machen. Irgendwann habe ich zu viel Schwung genommen, halben Salto in der Luft ungewollt gemacht und bin mit dem Kopf zuerst steil ins Wasser eingetaucht und am Grund aufgeschlagen. Seitdem bin ich hochquerschnittsgelähmt, halsabwärts und brauche eine künstliche Beatmung. Mit Unterstützung kann Markus Rado einen Elektrorollstuhl nutzen. Das Umbetten dauert teilweise allerdings bis zu einer Stunde und ist für ihn sehr kraftraubend. Für den Dreh wollen wir ihm das nicht extra zumuten. Sein Lebensmittelpunkt ist das Pflegebett. Der gelernte IT-Kaufmann kann sich hier unter anderem mit Online-Games beschäftigen, sowie mit Freunden und Familie Kontakt halten. Inzwischen breitet sich der Wasserfleck über ihm immer mehr aus. Der 43-Jährige hat Angst, dass die provisorische Halterung nachgeben könnte. Das ist meine Hauptbefürchtung, dass irgendwann entweder die Halterung von dem Eimer abfällt und alles nass wird oder dass die Schimmelbildung irgendwann so weit fortschreitet, dass auf die Atemwege und allgemein geht, geschweige denn von einem Kurzschluss, was ja auch im schlimmsten Falle zu einem Hausbrand führen kann. Und meine Pflegekraft, Selbstschutz geht vor, ganz klar. Die können mich da nicht noch retten. Es ist nicht das einzige Problem im Wohnkomplex. Seit Jahren würde sich der Vermieter nicht kümmern, erzählen die Nachbarn. Zum Beispiel um ausgefallene Heizung, so Yvonne Schmidt. Sie sitzt aufgrund einer Gelenkerkrankung im Rollstuhl, ist für Markus Rado eine emotionale Stütze. Schlimm, schlimm. Es geht mir wirklich an die Substanz, wie man so einen Mensch behandeln kann. Wenn wir keine Heizung haben, haben wir auch kein warmes Wasser. Das heißt, wir können uns nicht duschen. Es geht gar nichts. Eine Etage tiefer bei Lieselotte Packmoor-Andres. Auch bei der 89-Jährigen kam schon Wasser durch die Decke. 5 Jahre lang. Sie zieht damals vor Gericht und gewinnt. Aus der Decke kam das Wasser, da habe ich immer eine große Schüssel hingestellt, dass es jetzt durchgeregnet hatte. Wie lange haben Sie das mitmachen müssen? Naja, 5 Jahre habe ich gekämpft. Ihr Wohnzimmer ist inzwischen trocken und saniert. Die Möbel musste Lieselotte Packmoor-Andres aufgrund des Wasserschadens neu anschaffen, auf eigene Kosten. Vor 8 Tagen habe der Vermieter dann ein Gerüst anbringen lassen, direkt auf ihrer Terrasse. Sie fühle sich jetzt wie im Gefängnis, sagt die 89-Jährige. Und Arbeiten hätten hier bisher keine stattgefunden. Wir versuchen, den Vermieter zu erreichen, möchten wissen, wann die Missstände beglichen werden. Er hat gesagt, wie wir ja gut sehen können, steht hier ein Gerüst. Das wäre das, was er jetzt gemacht hätte. Für alle anderen Auskünfte würde er telefonisch nicht zur Verfügung stehen. Eine Mailadresse wollte er uns für eine Anfrage gerade auch nicht geben. Wir sollen das bitte postialisch machen. Das würde bedeuten, das würde sich noch einige Zeit hinziehen, dass wir eine Antwort bekommen. Markus Rado hat keine Zeit mehr. Er hat sich einen Anwalt genommen. Ich hoffe, dass der Vermieter jetzt endlich mal reagiert, weil es ist leider nicht leicht, als Querschnittsgelähmter eine passende Ersatzwohnung zu finden und einfach mal so umzuziehen oder so. Barrierefreie Wohnungen sind begrenzt und knapp und viele Möglichkeiten habe ich leider nicht.
Wir drücken die Daumen, dass es bald eine Lösung gibt und bis dahin keine starken Regenfälle mehr Wasser durch die Decke in seine Wohnung drücken.